Schließe deine Augen und bewege dich mit deinem Gewahrsein nach innen und finde in dir deinen heiligen Raum. Bewege dich da hinein und lasse alles los. Entspanne mehr und mehr. Bemerke, wie in deinem heiligen inneren Raum alles vollkommen still, friedvoll, klar und erfüllt von Liebe ist. Und mit einer Absicht dehne nun diesen Raum aus, mach ihn größer und weiter, sodass er dein ganzes Wesen mit all deinen Aspekten, mit all deinen Energien, deinem ganzen Licht umgibt. Spüre dich in deinem heiligen Raum. Komme vollständig an im Hier und Jetzt. Bemerke, wie aus dem Innersten deiner Zellen deine wahre Präsenz hervortritt, die göttliche Liebe, der göttliche Frieden, deine wahre Kraft hervortreten. Und du bist deine wahre göttliche Präsenz, hier und jetzt. Und bemerke nun, wie wir, Merlin und Michael, vor deinem inneren Auge erscheinen. Spüre unsere Präsenz, unser Licht und unsere unermessliche Liebe für dich. Omar Tassat, liebes Menschenkind, wir lieben dich genau in diesem Moment und hüllen dich ein in diese Liebe, bedingungslos, unendlich, göttlich. Erlaube uns, dass wir dich berühren mit unserer Präsenz, mit unserem Licht, mit unserer Liebe. Erlaube es. Öffne dich für uns. Und ganz sanft und einfach, ohne Anstrengung, gleitest du in dein vereinigtes Chakra. Du dehnst dieses vereinte Lichtfeld aus um dich herum und spürst dich selbst vollkommen zentriert, vollkommen harmonisiert,
stabil und sehr gut geerdet in deinem Körper als Mensch auf der Erde. Und wir sind hier und unterstützen dich in jedem Moment. Und sei dir sicher, dass nur so viel geschehen kann, wie genau jetzt, zu diesem Zeitpunkt, für dich als Mensch, für dich als Körper, für alle deine Aspekte richtig und wichtig ist. Öffne dich und vertraue uns. Spüre Mona Oha, Mona Oha, Mona Oha. Und wir bringen nun ein sanftes, weiches Licht in den Raum, wo du gerade bist, in diesem Moment. Dieses Licht tritt ein, erfüllt den Raum und du atmest dieses Licht tief ein in deinen Körper, in deine Zellen, in deine Energien. Ein sanftes, weiches Licht. Spüre so viel als möglich, wie dich dieses Licht erfüllt. Und wir nehmen dich nun auf eine Reise mit, eine Reise der Ermächtigung deiner Magie in dir. Du bleibst, wo du bist in diesem Moment. Und durch dieses sanfte, weiche Licht bemerkst du, dass sich die Realität um dich herum verschiebt, dass sich die Energien verändern und alles irgendwie lichtvoller, strahlender, feinstofflicher ist. Und wenn du nun mit deinem inneren Auge um dich schaust, bemerkst du, dass hier viele Wesen sind, welche dich erwartet haben. Du bist hier in der Schicht der Naturwesen. Du bist hier in der Schicht von Avalon. Denn Avalon existiert im Jetzt, immer und ewig. Avalon ist nicht nur ein Ort, den du kennst aus vergangenen Zeiten, sondern es hat mit all seiner Liebe, mit all seinen Energien, mit seinem Licht und seiner Magie immer weiter existiert, parallel zu dir, parallel zur menschlichen Schicht. Du spürst dich selbst hier, nimmst die Energien wahr und spüre die Freude, die unendliche Freude der Wesen hier.
welche dich begrüßen. So viel Liebe, so viel Freude kommen dir entgegen, von Elfen, von Feen, von magischen Wesen, von Fabelwesen. Und du bemerkst auch, dass du von einem Hohepriester oder einer Hohepriesterin hier empfangen wirst. Verbinde dich über dein Herz mit allen Wesen hier und rufe dein Einhorn und deinen Drachen zu dir. Spüre die Energien von Avalon in dieser Schicht der Naturwesen. Denn nur weil die Menschen sich am Ende der Zeitepoche von Avalon in eine andere Schicht begeben haben, heißt das nicht, dass Avalon aufgehört hat zu existieren. Die Magie, die Wesen, das Licht und die Liebe haben immer weiter existiert, haben sich ebenfalls weiterentwickelt. Und so bist du nun hier als deine wahre Präsenz, als Mensch, als Engel. Und du folgst nun dem Hohepriester oder der Hohepriesterin von Avalon hin zu einem Tempel aus wunderschönem, strahlendem Licht. Und wenn es für dich stimmt, dann betrittst du nun mit offenem Herzen diesen Tempel, trittst ein und siehst in der Mitte eine wunderschöne Kugel aus kristallinem Licht, schimmernd, vibrierend. Du näherst dich ganz sanft, ganz einfach, gleichst dich an dieses Licht und trittst in die Kugel ein. In dieser Kugel aus kristallinem Licht sind alle 4 Elemente präsent. Nicht in der Form, wie du sie in der menschlichen Schicht kennst, sondern als eine Art flüssiges Licht und trotzdem für dich hier spürbar erkennbar. Spüre das Element Wasser als flüssiges Licht. Spüre das Element Erde als flüssiges Licht. Spüre das Feuer. Und spüre die Luft als flüssiges Licht. Und bemerke, wie sie hier verschmelzen, wie sie hier in dieser Kugel als flüssiges Licht eins sind. Und so trittst du ein in die Einheit, in die göttliche Liebe,
gleichst dich ganz sanft an. Und es geschieht nur so viel, wie für dich in diesem Moment richtig ist. Du bemerkst nun, wie sich oberhalb von dir die Kugel zu öffnen scheint und hinab schwebt ein ganz helles, strahlendes Licht. Ein kraftvolles und doch sehr sanftes Licht schwebt hinab, weiter und weiter, bis du vor dir die wundervolle magische Präsenz von Excalibur wahrnimmst. Dieses leuchtende, strahlende Schwert Excalibur erscheint dir hier als vibrierendes, kraftvolles und doch liebevolles Licht. Spüre die Präsenz von Excalibur, welches viel mehr ein Wesen ist als nur ein Schwert, welches zu jeder Zeit immer dazu da war, die Magie in jedem einzelnen Wesen, das mit Excalibur in Berührung kommt, zu aktivieren, zu stärken, zu stabilisieren und gleichzeitig die Klarheit im Herzen zu öffnen, wie du mit dieser Magie umgehen kannst. Im Sinne der Liebe, im Sinne des Lichtes. Spüre die Präsenz von Excalibur. Wie Wellen der Magie, Wellen der Energie von ihm ausgehen, wie Wellen der Liebe dich berühren, Wellen der Klarheit dich erfüllen. Und in diesem Moment spreche deinen Ursprungsnamen aus. Und falls du ihn nicht kennst, gebe die Absicht, dass dein Ursprungsname erklingt. Bemerke nun, wie durch den Klang deines Ursprungsnamens sich das Licht von Excalibur zu streuen beginnt. In Tausende, Millionen von kleinsten Lichtteilchen, welche nun durch diese Kugel fließen, strömen, dich berühren in deinem ganzen Wesen. Alle deine Energien, alle deine Zellen berühren und wie sich bei jeder Berührung mit einem Lichtteilchen von Excalibur kleine Lichtfunken entzünden, kleine Funken deiner Magie.
Bemerke diesen Vorgang mit offenem Herzen, wie da nun in dir und um dich Tausende, Millionen kleinster Lichtfunken aufleuchten, wie deine Magie ganz sanft mehr und mehr entzündet ist, in deinem Lichtkörper, in deinen Aspekten, in deinem Menschsein, sanft, vollkommen an dich angeglichen. Erlaube, dass Excalibur deine Magie entzündet, deine Magie verstärkt. Und spüre und sehe nun mit deinem inneren Auge, wie sich diese Abermillionen von kleinsten Lichtfunken vereinen, als ein sehr sanft glühendes Licht. Bemerke dieses sanft glühende Licht in dir und um dich herum, wie es alles von dir erfüllt. Deine Magie, welche nun entzündet ist. Bemerke so viel als möglich über dieses Licht. Bemerke die Farbe. Bemerke die Erscheinung, vielleicht ist es sehr flüssig, vielleicht gasähnlich, vielleicht kristallin. Verbinde dich vollkommen mit deiner Magie und spüre so viel als möglich. Denn so wie du ein einzigartiges Wesen bist, sind auch deine magischen Kräfte einzigartig, abgestimmt auf deine Qualitäten, abgestimmt auf deinen Dienst an die Welt, abgestimmt auf deinen Ursprung. Gut. Bemerke nun, wie sich die Millionen von Lichtteilchen wieder zusammensetzen, als das Schwert, das leuchtende, strahlende Schwert Excalibur, und wie es ganz sanft wieder aus dieser kristallinen Kugel des Lichtes hinausschwebt. Verweile noch einen kleinen Moment hier und erlaube mir, Merlin, dass ich alle deine Aspekte miteinander verbinde und sie an deinen physischen, körperlichen Aspekt anbinde, in dem Ausmaß,
wie es dir im Moment dienlich ist. Bemerke, wie du dadurch das Gefühl hast, vollständiger zu sein, vereint mit allem, was du bist. Und Engel Michael, befreit dich nun, wenn du es erlaubst, von all deinen Bedenken, von all deinen Ängsten gegenüber der Macht deiner Magie. Du kannst jetzt alle deine Ängste, die Magie zu missbrauchen oder nicht damit umgehen zu können, übergeben an Michael zur Auflösung. Du hast die Liebe gewählt, du hast das Licht gewählt. Es gibt absolut keinen Grund, Angst vor deiner eigenen Magie zu haben. Nichts kann passieren, alles ist vollkommen sicher. Du stehst schon längere Zeit im Dienst an die Liebe, im Dienst an das Licht. Und somit wirst du immer aus deinem Herzen handeln, um die Wunder geschehen zu lassen, für welche du hier bist. Und die entzündete Magie in dir wird dies nun mehr und mehr ermöglichen. Spüre nun in deinem Herzen an Anascha und trete aus dieser kristallinen Lichtkugel heraus. Bedanke dich bei allen Wesen, die dich unterstützt haben, und begib dich nun zurück. Aus dem Tempel heraus. Während wir, Michael und Merlin, dieses sanfte, weiche Licht wieder aus dem Raum, aus deinen Energien herausziehen, sich die Realität um dich herum wieder verschiebt und du dich in deinem alltäglichen, menschlichen, physischen, irdischen Dasein befindest. Und mit einer klaren Absicht aus deinem Herzen heraus integrierst du dieses sanft glühende Licht deiner Magie in dein menschliches Leben, in deinen menschlichen Körper, hier und jetzt. Erlaube es dir, sei es dir selbst wert. Der große Magier, die große Magierin zu sein, welche du schon immer warst. Du spürst dich gut geerdet, präsent im Körper und öffnest sanft deine Augen.